Hallo und herzlich willkommen. Wir sind am Stand von Detlefs auf dem Caravansalon 2023. Yoka Go steht hier und ja, der neue Yoka Go, es lebe deine Freizeit. Detlefs, ein Freund der Familie. Jetzt ist da hinten ein Moped drin, Foxhelm ist da und so weiter. Ja, die jungen Leute oder die Offroad-Fahrer haben ja auch Familie, oder? Ja, und es geht eben nicht nur um die Familie. Wir wollen ganz bewusst die Freizeit in den Vordergrund stellen und ein Fahrzeug dem Kunden hier anbieten, mit dem er den Alltag, aber eben auch seine Freizeit verleben kann. Das ist ein komplett neuer Ansatz für uns im Segment. Ein Reisemobil sozusagen mit den Campervan-Genen, wie wir es kennen, kompakt. Flexibel, alltagstauglich. Wir haben uns auch in der Ausstattung rangehalten, haben eine Kühlbox nur verbaut. Du kriegst gar keinen richtigen Kühlschrank mehr. Du kriegst eine Kühlbox optional. Du hast eine Unterflur-Dieselheizung mit dabei, die du bestellen kannst. Und du kannst dir den Grundriss so individuell zusammenstellen, wie du es brauchst. Mega Möglichkeit, um Equipment mitzunehmen, jeglicher Art. Bikes, Motorräder, Kites, was auch immer du in deiner Freizeit machst, der Yoka Go ist dabei. Ja, ein Kumpel von mir hat genau nach so einem Fahrzeug gesucht. Der war denn, darf ich ehrlich sagen, bei Adria, so, die ja so in dem Bereich drin sind. Und es gibt eine ganz große Fangemeinde, die sagt, ich will eigentlich drin pennen können, weil ich bin sehr stark mobil unterwegs. Ja. Das war bisher nicht so eure Zielgruppe. Also man muss ja sagen, ihr habt ja Reisemobil gebaut, so Standard, da kann ich drin wohnen, da habe ich eine Dusche und so weiter und so fort. Aber es gibt ganz, ganz viele, die sagen, ich will ein schweres Motorrad transportieren. Da kann es dann auch mal ein bisschen schmutziger werden, wenn es reinfährt. Ich möchte das Fahrzeug im Alltag verwenden, weil ich Handwerker zum Beispiel bin. Das würde gehen. Es würde alles so funktionieren, wie du es gerade beschreibst. Du kannst ihn wirklich so nutzen, wie dein Alltag oder deine Freizeit aussieht. Du hast recht, es ist ein neuer Weg für uns. Wir wollen damit unsere Zukunft bestreiten und uns Gedanken machen, wie geht es mit dem Bereich Reisemobil eigentlich weiter. Wir haben da noch ganz, ganz viele Ideen, die wir mit dem Yoka Go realisieren wollen. Das ist, sage ich mal, nur der Anfang in eine neue Richtung für uns, ja. Ja, der Ford hat ein tolles Allradkonzept, was es auch bei Porsche gibt und so weiter und so fort. Habt ihr später die Möglichkeit, das auch anzuwenden, den Allrad? Der ist in der Planung mit dabei. Jetzt aktuell nur der Fronttriebler, wie er hier steht. Aber genau, du sagst es schon richtig. Dann kommt der 4x4, dann werden wir über ein Schlafdach nachdenken, dann werden wir über weitere Komponenten im Innenausbau nachdenken. Du siehst es hier vielleicht, wenn du reinfilmst mal, wir haben hier textile Dachschränke verbaut. In den Weg werden wir auch deutlich mehr denken und versuchen weiterzuentwickeln, ja. Ja, du guckst ja schon so ein bisschen, was machen die anderen und was läuft da ganz gut und was verkauft sich auch bei den anderen. Weil auf der einen Seite, du kannst unglaublich viel entwickeln, wenn es am Schluss bei den Händlern steht und keiner will es haben, auch nicht gut, oder? Das ist schon richtig. Natürlich schaust du dir den Wettbewerb an, musst aber irgendwie auch deinen eigenen Weg gehen, deine eigenen Ideen realisieren und dich dementsprechend auch nachher differenzieren von den anderen Herstellern, anderen Marken. Deswegen gucken wir natürlich nach links und rechts, haben aber viele eigene Ideen hier realisiert. Also ihr sprecht hier ganz klar, ganz ehrlich, das Thema Selbstausbau an. Also Leute, die eigentlich sagen, ich kriege am Markt das Konzept nicht, was ich will. Ja. Und deswegen fange ich an, mache mir meine Dämmung selber rein, mache mir meinen Versuch, irgendwas zu machen. Das ist eben genau das Selbstausbauer, ja. Aber du hast jetzt hier die vollen Vorzüge eines Reisemobils. Das heißt, du bekommst von uns ja die Sandwichwände und so weiter, die fertige Kabine, die kannst du bekommen, hast beste Isolierungswerte, wie ein Reisemobil typisch. Und kannst jetzt wirklich hergehen und sagen, ich habe mir das relativ leere Fahrzeug geordert und baue jetzt selber da meine Komponenten so ein und aus, wie ich es gerne hätte, wie ich es brauche. Das genau ist mit eine Zielgruppe, ja. Das ist ja Wahnsinn. Also weil üblicherweise will man ja genau das nicht. Man möchte ja den jetzt nicht, weil du hast vielleicht eine Aufpreisliste, wo du noch ein bisschen Geld dran verdienst und so weiter und so fort. Das hast du ja jetzt unter Umständen nicht. Unter Umständen nicht. Dafür habe ich aber meinen Aufbau, den ich dementsprechend ja auch vermarkte und auf den Markt bringe. Und ich glaube nicht, ganz ehrlich, dass wir in 10 Jahren noch die typischen Reisemobile bauen und so verkaufen, wie wir es heute tun oder getan haben. Das machen nämlich alle. Das ist nämlich alle kopieren den einen vom anderen und so weiter und so fort. Ihr seid ein Serienhersteller, ihr seid ja keine kleinen Manufaktur, sondern genau. wenn das ein Erfolg wird, könnt ihr da richtig Stückzahlen produzieren. Genau, dann geht es natürlich auch umso besser in der Serienfertigung. Ganz klar, je mehr Ausstattung, umso länger muss ich produzieren, umso höher der Preis oder die Produktionskosten. All das spielt da mit. Und du filmst es jetzt hier gerade eine tolle Situation, wo ich mein Motorrad mittransportieren
ausprobieren kann. Wir haben im Boden die Airline-Schienen, damit ich wirklich auch Gewicht gut sichern kann. Gleichzeitig kann ich die Sitzgruppe hier hinten nachher auch als Bett umbauen. Und wenn ich hier hinten schlafe und habe trotzdem mein Bike dabei oder mein Motorrad, dann steht das dementsprechend vorne, wo wir gerade waren, hinter den Fahrer-Beifahrer-Sitzen, wo ich es ja auch sichern kann. Ja? Also das ist eine ganz coole Lösung. Ich brauche hier gar kein Aufstelldach oder irgendwas, sondern das ist nachher die Bettfläche, wie wir sie hier sehen. Und mein Motorrad kann trotzdem im Innenraum platziert werden, sprich also vorne in den Airline-Schienen hinter den Fahrer- und Beifahrersitz. So, wir gehen gleich mal raus, dann zeige ich mir, mit was ich dabei bin. Ich habe ein 12,5 kW Motorrad dabei, ja, mit 140 Kilometer Reichweite, das nicht mehr stinkt, Elektromotorrad, mit Zulassung, 90 Kilo mit Batterie, 60 ohne. Perfekt. Das heißt, die kannst du einfach mitnehmen, die stinkt auch nicht im Innenraum. Ist doch ideal. Ja. Ist doch super. Und es wird draußen nicht dreckig, nicht nass. Du kannst dir sicher sein, dass es über Nacht sicher steht und kannst dementsprechend hier hinten super schlafen. Ja, die Preis... Das bei 6 Metern. Das bei 6 Metern. Diese Zielgruppe ist sehr, sehr preissensitiv. Also du hörst von denen immer wieder, ach, die Caravan-Branche, das ist alles viel zu teuer, das kaufe ich mir irgendwie selber. Du kriegst hier ein neues Nutzfahrzeug, also nicht ein gebrauchtes, sondern du kriegst ein neues, nagelneu, hast entsprechend wenig Stress mit Garantie, mit erstmal, dass da irgendwas kaputt geht, nicht so einen ausgeranzten DPD-Transporter mit 200.000 Kilometern auf der Uhr, nagelneu. Ja, nagelneu und wie gesagt, wir haben es gerade schon angesprochen mit Reisemobil-typischen Isolationswerten und kannst dich jetzt hier wirklich verwirklichen. Also die Rohkarosse sozusagen würde dich 46.900 € kosten und ab jetzt sind deiner Vorstellungskraft oder deinen Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Du kannst bei uns natürlich den Innenausbau mitbestellen, du kannst dir 3., 4. Sitzplatz mitbestellen, du kannst dieses Dachschrankkonzept mitordern, aber du kannst auch sagen, nein, ich bestelle mir das Fahrzeug wirklich nackt und individualisiere es so, wie ich es gerade brauche. Ich bin total beeindruckt. Also warte mal, komm mal gerade mit. Ich habe ein Video gedreht über ein Tiny House, bei dem der Mann einen Konfigurator entwickelt hat, wie bei Tesla. Das heißt also, du hast alles modelliert, du kannst also 3D innen reingucken, dann drückst du auf den Knopf, dann ist da ein Schrank drin, dann drückst du auf den Knopf, dann ist da wahrscheinlich eine Spüle drin. Habt ihr sowas vor? In der Endkonsequenz verrate ich jetzt fast zu viel, ja, haben wir absolut so vor. Das wäre das Nonplusultra, was wir noch nicht erreicht haben, wirklich zu sagen. Sehr aufwendig, die haben da tausende Stunden programmiert dran. Ja. Erstens das Programmieren, zweitens nachher wirklich auch der Ausbau. Also im Idealzustand stelle ich es mir sogar so vor, du kannst bei uns irgendwann das Küchenmodul, das Schrankmodul, das Sitzgruppenmodul bestellen. Wir schicken es dir per DPD, keine Ahnung, bekommst du es nach Hause, kannst es zusammenbauen und dann dementsprechend mit auf Reisen nehmen. Wäre eine Variante, ja, die Gedankengänge sind da sind wir aber noch weit von entfernt. Also was mir direkt mal auffällt, ist, diese Dachschränke kosten bei Wettbewerbern 250, 300 €. Ja. Ich habe gerade ein Preisschild gesehen, 99 €. Jetzt werden die Leute immer noch sagen, ganz schön viel Geld, aber das ist ja jetzt noch keine Stückzahl, die er produziert, sondern das hier sind ja jetzt, ich sag mal, schon die ersten, die da sind. Und ihr habt schon direkt bewiesen, dass dieses Konzept hier kann man günstig anbieten. Also 4 Schränke, genau. 400 €, dann kann ich die packen und mitnehmen. Kann ich die rausziehen mit einem Schritt? Du kannst sie einfach abnehmen, das soll ja die Idee dahinter sein. Die sind praktisch hier wunderbar gesichert. Mehr als die Schränke reinhängen musst du nicht tun. Nimmst den so mit nach Hause, kannst dementsprechend... jetzt sind sie zugemacht hier. Nee, das ist okay. Packst zu Hause, ja. Nimmst es so wieder mit ins Fahrzeug, hängst es ein und fährst los. Also gerade für das spontane Wochenende dann auch perfekt. Also, du hast mich jetzt schon überzeugt. Zumal, wenn du sie gerade mal reinhängst und öffnest. Lass ruhig mal auf und hängen wir mal rein. Die haben nämlich eine Funktion, dass das da alles auch stehen bleibt. Das heißt, also hier fällt auch nichts raus. Da sind richtige Schränke mit drin. Und du weißt selber, du bist oft unterwegs im Flugzeug, hast nur Handgepäck dabei, was man da alles reinkriegt. Ja, genau. Und das hier ist ungefähr Handgepäck, oder? Das ist ungefähr Handgepäckgröße, würde ich jetzt auch behaupten. Und kommt immer auf die Packkünste eines jeden an, aber da passt definitiv einiges rein. So, und jetzt hast du einen riesen Vorteil. Hast du Kinder? Ja. So, und wenn du denen die Vorgabe gibst, ich gebe dir diesen Koffer und du darfst alles reinpacken, was reingeht. Mehr nicht. Kennst du das? Dann ist nur Spielzeug drin.
Ja, aber dann hat dein Sohn einen Koffer, den kann er befüllen. Das ist richtig, ja. Klare Vorgabe und die wird nicht überschritten, absolut. Ich kenne das nämlich, weil das große Thema Zuladung und ich habe gemerkt, ich habe ja teilweise auch ganz große Fahrzeuge, wo ich nur einen Handgepäckkoffer mitnehme, weil das langt. Klar, wenn ich mehr T-Shirts brauche, dann nehme ich die auch noch mit, aber mehr nehme ich nicht mit, weil ich viele Fahrzeuge wechsle und man muss sich auch ein bisschen zusammennehmen. Sag mal, die Tanks, die Wassertanks, wo hast du hier versteckt? Wenn ich welche haben würde. Die sitzen hier hinten unter der Sitzbank, Kastenwagen typisch von hinten erreichbar. Und sind natürlich jetzt nicht die Maximal- oder die Riesenvoluminas, aber für, wie gesagt, einen spontanen Trip allemal ausreichend. Hier haben wir die Küche, hier hast du dann die coole Kühlbox, die du bekommen kannst. Also dementsprechend der Kühlschrank, aber jetzt eben in Boxform. Einfach auch, wo wir sagen, wenn du den Kühlschrank haben möchtest, dann bestellst du diese Box mit. Ansonsten hast du eine sehr geräumige Schublade im Küchenbereich, hast einen einfachen Kocher. Alles da, was du eigentlich brauchst und gegenüber dann nochmal großen Stauraum. Du musst mir einen riesen Gefallen machen. Setz dich mal bitte hinten auf den Beifahrersitz. Ich schieße mal gerade ein Foto hier rein, dass man mal ein Gefühl kriegt, also nur mal ein Gefühl kriegt, was man hier für ein Raumgefühl drin hat. Und dadurch, dass du ja die Schränke weggelassen hast, hier auf der Seite, hast du auf einmal, was haben wir für eine Breite? 230? 232? 220? Ja. Nee. Ja, 220er Breite. 220? Ja. Ja. Das heißt, das ist eigentlich fast ein Van hier, oder? Genau, ist eigentlich ein Van. Dir kommt es trotzdem vor wie ein ganz normales Reisemobil mit 2,30 Meter Breite. So, das ist ein Muster Flexboard. Wie funktioniert das, Flexboard? Genau, du kannst einfach hier die Position verändern, kannst hier andere Töpfe reinstellen, also auch größere Sammelschalen. Das ist mal ein Modell, deswegen haben wir hier auch nur ein Muster. Ein Beispiel, mal gucken, wie es ankommt. Wie wir flexible Möbel noch gestalten wollen, gemeinsam mit unseren Kollegen aus dem Originalzubehör. Da wird auch noch mehr kommen, da wollen wir einfach nur mal visualisieren, hey, sowas geht auch. So, die Schienen gibt es ja schon, die habt ihr dann ein paar mehr eingebaut? Genau, die gibt es auch übers Zubehör, da kannst du alles mögliche Equipment dann noch positionieren. Wichtig war uns, wie gesagt, hier auch mit den Airline-Schienen zu agieren an der Wand und auf dem Boden. So wie ich gerade gesagt habe, wenn du hinten dein Bett gebaut hast, was wir gleich in einem anderen Fahrzeug uns nochmal anschauen können, dann fehlt dir natürlich der Stauraum. Klar, du siehst es hier mit dem Fahrradträger auf der möglichen Anhängerkupplung noch. Aber die meisten wollen ja doch ihr Equipment dann hier ins Fahrzeug holen. Und dann wäre es genau da, wo wir jetzt hier stehen, dass dein Motorrad, deine Bikes jetzt hier stehen. Ja, ich habe aus dem Schwabenland Anhänger ja mal gefilmt, die sind in die Millionen gegangen. Ja. Die haben hinten eine riesen Klappe, haben eine Tür, aber ihr habt eins gemacht, diese Tür hier. Ich glaube, die darfst du demnächst auch in normalen Reisemobilen bauen, wenn die das mal gesehen haben. Letztendlich würde ich es immer gerne machen. Das Problem ist, dass schon am Grundriss einiges kaputt geht, weil du im Bereich ja nichts dann bauen kannst. Und im normalen Reisemobil mit den 70 Zentimetern, die wir immer verbauen, was unser Standard ist, sind wir schon sehr glücklich. Größer wird es echt schwierig. Ich weiß, weil das Problem ist, an der Stelle kannst du keine Möbel mehr setzen, kannst nichts mehr machen. Also es geht so einfach nicht. Ja. Aber die Leute, die können... Fliegengitter, zeig mal bitte, wie geht das? Das siehst du einfach mal. Entschuldigung. Doppelt, ja. Von beiden Seiten so zu, genau. Ist ein Prototyp noch hier? Nein, das ist der Serienumfang. Das Showcar, was wir vorne gefilmt haben, das wäre der Prototyp. Das ist seriennah hier. Krass. So, seriennah heißt, ihr könnt es demnächst bauen. Ja, das Coole ist hier eine Standheizung. Standheizung Webasto. Genau. Und da hast du oben hier das, Boxmodul. Unser normales Bedienpanel, wo du 12 Volt und so weiter von Schaut, nehme ich an. Ja. Genau. Und dann ist hier unten ein Ebersbecher mit drin. Also sehr pragmatisch, muss man schon sagen. Und der Kleiderschrank, darf ich da mal reingucken in den Schrank? Ja, klar. Weil viele Leute werden sagen, endlich kann ich mal was mitnehmen, weil sowas hier, gerade Mountainbiker, die sprichst du ja extrem an hier, oder? Genau, Mountainbiker vor allem, die irgendwo Stauraum brauchen für jetzt Sachen. Wir haben unten noch die Möglichkeit, nachher einen einfachen Tisch mit zu platzieren hier und zu verstauen. So ein Dreibein-Tisch, den wir auch in anderen Fahrzeugen anbieten, den du hier drin benutzen kannst, den du draußen benutzen kannst. Und wer wirklich noch Wert auf eine Toilette legt, der kann da auch seine Cinderella oder wie auch immer, nicht Cinderella, seine Porta Potty, was auch immer, Trenntoilette. Genau. Tütentoilette, der kann er da reinstellen. Okay, das ist so. So, bitte stell dich nochmal vor, dass wir da ganz genau wissen, weil du bist nicht irgendjemand, sondern was ist deine Aufgabe, Detlefs? Ich bin Florian Pietschak, ich bin der Produktmanager für Reisemobile bei der Marke Detlefs und arbeite dementsprechend sehr eng mit dem Vertrieb und der Konstruktion bei uns zusammen. Und solche schönen Produkte entstehen in erster Linie mal die Idee bei uns und dann versuchen wir es marktnah umzusetzen und dem Kunden das beste Fahrzeug anzubieten.
Ja, das ist wirklich hier in der Halle. Ich habe ja eben deinen Kollegen interviewt, ja, im Bereich Vans. Also, und der hat da was geschaffen, wo ich ihm folgendes Kompliment gemacht habe. Ich habe gesagt, Herr Detlef, ein Freund der Familie und so weiter, ihr wart ja mal so ein bisschen, ja, ich sag mal so VW, Opel und so weiter, und ihr tendiert mittlerweile in Richtung BMW, Audi, und dann hat er gesagt, naja, das stimmt, weil er hat ganz, ganz viel Bling-Bling, und da muss ich ehrlich sagen, man muss das schon ein bisschen umparken im Kopf, die Marke Detlefs. Also das ist jetzt schon, es tendiert in Richtung Oberklasse. Also von der Qualität. Das ist ein Lob auf jeden Fall. Genau, da wollen wir natürlich qualitativ mit unseren Fahrzeugen auch landen. Preislich wollen wir weiterhin in dem Segment sein, wie du es zu Anfang gesagt hast, mehr in dem VW Mittelfeld des Marktes. Wir wollen jedem Kunden ein Fahrzeug anbieten können, von Einstieg bis vielleicht auch Oberklasse, Doppelbodenfahrzeuge, die wir auch... Ich habe so viel billige gesehen, die qualitativ schwierig sind. Also wo du wirklich hingehst und da bricht das Holz raus, und so weiter und so fort. Das könnt ihr nicht bringen, oder? Nee, das wollen wir bewusst auch nicht bringen. Da wollen wir uns auch ganz bewusst differenzieren von diesen Billigmarken, sage ich mal. Da wollen wir schon sagen, wir sind Detlefs, und da bekommst du auch was für dein Geld. Das heißt, die Schränke haben richtige Kantenumleimer, die halten, die fallen nicht direkt auseinander. Okay, wir schauen uns noch ganz kurz die Klappe an, und wenn du mir einmal die Tür zeigst, wie die funktioniert, weil die war ja schon geöffnet, denn das ist was Besonderes. Habt ihr die neu entwickelt? Du hast hier mit einer Einhandbedienung die Möglichkeit, die Zwei-Punkt-Verriegelung dann zu bedienen. Genau. Letztendlich greifen die dann nur ineinander. Wird zugemacht. Mehr ist es gar nicht. Schon ist, sag ich mal, die große Tür dann auch verschlossen. Wie gesagt, ganz praktisch per Einhandbedienung. Wir hatten das erste Muster noch mit 2 Riegeln, aber mit einer Hand machst du das natürlich entspannter. Boah, ist das genial. Allein diese Tür hier, wenn du mal kurz mit mir mitkommst, ja, und jetzt machen wir sie auf, jetzt werden die Leute gleich zurecht reinströmen. Diese Tür ist ja auch schon ein Gamechanger. Sowas hat doch niemand. Genau, deswegen haben wir es ja auch verbaut. Für uns war ganz wichtig, hier vorne einfach was zu haben im Wohnbereich, ja, wo du Luft, wo du Platz verspürst, wo du einfach mal eine Tür hast, die sonst, wie du es gerade sagst, sonst keiner einbaut. Und hinten genau das Gleiche mit einer riesengroßen... Guck mal hier, zwei Tube. Ja, genau, ja, irgendwie. Es gibt gar nicht solch eine große Trittstufe, dass wir da nur eine hätten verbauen können. Also haben wir einfach 2 normale nebeneinander Ist so einfach manchmal, oder? Manchmal kann es so einfach sein, ja. Das ist geil. Ihr seid ein echt ein cooler Laden. Also 46.999 €. Ich glaube, da blinken noch. Dann wäre der komplett nackt. Was wäre denn drin? Ist die Heizung schon drin? Nein. Okay. Er ist wirklich nackt. Du hast keinen Kühlschrank, er hat keine Heizung drin. Nackt. Aber komplett mit Dämmung, mit allem drum und dran, das ist alles drin. Das ist alles dabei. Das typische Reisemobil als solches. Ja. Ist das Loch hinten denn schon dabei? Die Heckklappe ist dabei, ja. Okay, danke. Und die Tür an der Seite ist auch schon dabei? Die Tür an der Seite auch. Okay, ich frage ja nun mal. So, das heißt, Anhängerkupplung ist ja fahrzeugseitig. Da kann man auch sehr schön sehen, dass man also hier noch was mitnehmen kann. Das habt ihr schön gezeigt. Und hier, wenn du hier reinfilmst, ganz ehrlich, ganz großer Wurf. Also ich bin richtig stolz auf dich, weil genau sowas habe ich mir immer gewünscht. Cool. Wirklich. Ja, und super, ja. Wir machen gleich ein kurzes Video von dem anderen, dass wir dann ein separates Video haben. Das ist nochmal ein bisschen zu viel Verlust. Ab wann wird es denn erhältlich sein im Handel? Was denkst du? Ich gehe von aus, wir produzieren jetzt in den nächsten Monaten einige Serien. Also 2-3 Monaten auf dem Handelsplatz auf jeden Fall realistisch. So Ende des Jahres, und ihr könnt ja mittlerweile relativ gut wieder liefern. Das heißt also, diese Fahrzeuge werden ja dann wirklich individuell gefertigt. Das heißt also mit dem Baukastensystem, sodass ich da nicht 2-3 Jahre drauf warten muss. Vielen Dank fürs Einschalten, und kommt auf dem Stand hier auf den Caravan-Salon, wenn ihr es noch früh genug seht, oder geht zum Fachhändler eures Vertrauens in ganz Europa, Detlefs, der Freund der Familie. Tschüss, danke.